Vergiss nicht, Deutsch ist einfach. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir die Possessivpronomen, eine andere Art von Pronomen. Welche das sind, lernen wir jetzt gleich an der Tafel. Also ohne viel bla bla bla, volle Konzentration an die Tafel. Possessivpronomen. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir warten nicht und starten gleich mit dem Thema. So, hier haben wir jetzt eine Liste gemacht von den Pronomen. Ja, wir haben sehr viele Pronomen. Wir haben schon Personalpronomen, also unsere PPs, gelernt. Heute in diesem Video lernen wir dann die Possessivpronomen. Aber du solltest wissen, dass wir auch zum Beispiel Reflexivpronomen, Demonstrativpronomen, Relativpronomen und so weiter haben. Das Ganze werden wir dann Schritt für Schritt natürlich lernen. Starten wir mit den Possessivpronomen. So, hier habe ich die Personalpronomen und das sind jetzt unsere neuen Possessivpronomen. Was sind Possessivpronomen? Bei ich sagen wir mein oder meine. Bei du dein oder deine. Bei rs sagen wir sein oder seine. Ja, also nicht vergessen, viele machen hier immer einen Fehler. Bei rs benutzen wir sein oder seine. Bei sie feminin benutzen wir ihr oder ihre. Bei wir Plural, unser oder unsere. Bei ihr euer oder eure. Bei sie, ihr oder ihre. Du solltest natürlich die Possessivpronomen gut lernen, ja? Jetzt machen wir gleich weiter. Wann sage ich mein und wann sage ich meine? Genau. Die Tabelle an der Tafel musst du oder solltest du bitte lernen. Das ist wichtig. Ich, mein oder meine, du, dein oder deine, das ist klar. Wichtig ist hier rs, sein und sie, feminin, ihr. Viele haben hier ein Problem. Verwechsle das bitte nicht. Bei r oder s sagen wir sein. Bei sie sagen wir ihr. Also machen wir ein paar Beispiele und dann wirst du das auch lernen. So, jetzt, wie du siehst, habe ich für dich eine Tabelle vorbereitet. Hier haben wir unsere Personalpronomen und hier haben wir die Possessivpronomen, also ich, mein, du, dein, rs, sein, sie, ihr und so weiter. Ja, wann benutze ich mein und wann benutze ich meine? Genau das zeige ich dir gleich. Du siehst der Vater, mein Vater. Bei die, also bei feminin, sagen wir immer meine. Feminin ist dominant und bekommt immer ein E. Also meine Mutter. Mein Mutter ist falsch. Machen wir weiter mit das neutral. Zum Beispiel das Kind. Mein Kind. Nicht meine Kind. Wir sagen mein Kind. Und im Plural, die, benutzen wir wieder meine Kinder. Ganz wichtig. So, machen wir noch weiter, zum Beispiel mit du. Du im Possessiv heißt ja dein. Bei der schreiben wir ganz einfach dein Vater. Bei die sagen wir deine Mutter. Bei das
sagen wir ganz einfach dein Kind. Und bei die Plural sagen wir wieder deine Kinder. Deine Kinder. Genau. Machen wir noch ein Beispiel mit R und S. RS, Possessivpronomen, ist sein. Bei der benutzen wir ganz einfach sein Vater. Bei die benutzen wir seine Mutter. Seine Mutter. Bei das Kind sagen wir sein Kind. Und bei die Plural sagen wir wie immer seine Kinder. Ja, das ist auch schon eigentlich die Theorie. Also wichtig ist, dass du bei die immer ein E schreibst dazu. Also ihre Mutter, ihre Kinder oder unser Vater, unsere Mutter, unser Kind, unsere Kinder oder euer Vater. Hier ist es wichtig, hier schreiben wir eure Mutter und eure Kinder. Ja, das ist die Theorie. Wie gesagt, hier machen wir das gleich und hier machen wir das auch gleich. Ja, das ist auch schon die Theorie. Nun hast du an der Tabelle gesehen, wie wir die Possessivpronomen benutzen. Wichtig ist hier natürlich mein Artikel die Singular, also feminin, oder die Plural. Wir müssen hier immer einen E sagen, also die Frau, meine Frau oder die Frau, seine Frau und so weiter. Also bei die kommt immer ein E, nicht vergessen. Und das Ganze ist nur im Nominativ. Also Akkusativ und Dativ lernen wir auch noch später. Machen wir weiter. Wie du siehst, habe ich hier auch ein paar Bilder hinzugefügt, damit wir das besser verstehen können. Also zum Beispiel, das bin ich, ja? Dann sage ich mein Sohn. Warum mein Sohn? Artikel von Sohn ist der. Da sage ich mein Sohn oder dein Sohn und so weiter. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Und das ist deine Tochter. Also die Person ist du und wir sagen deine Tochter. Warum deine Tochter? Weil Tochter Artikel die hat. Ja, machen wir weiter. Ist das sein Auto? Also das ist ein R. Ist das sein Auto? Warum sein? Das Auto. Und dann sagen wir zum Beispiel, nein, das ist Ihr Auto. Sie feminin. Ihr Auto. Genau. Das waren jetzt nur Beispiele im Singular. Also ich, mein, du, dein, er, es, sein und sie, ihr. Jetzt machen wir weiter mit Possessivpronomen in Plural. So, hier sind zum Beispiel wir. Und wenn die sprechen, dann sagen sie, hier ist unser Großvater. Artikel von Vater ist der, also der Großvater. Und dann sagen wir unser, nicht unsere. Genau. Also Possessivpronomen von wir ist unser. Machen wir weiter. Hier haben wir diese Perspektive. Dieser Mann spricht mit diesen Personen. Die Perspektive ist ihr. Also er spricht mit ihr. So, in dem Fall benutzen wir, ist sie eure Großmutter? Eure Großmutter. Warum? Die Großmutter. Also ein E. Genau. Und sie sagen dann, ja, sie ist unsere Großmutter. Ja, das ist dann wir, unsere Großmutter. Machen wir weiter.
Wir haben jetzt wieder die gleiche Perspektive, also ein Mann spricht mit 2 Personen. Für diesen Mann ist es ihr und ihr im Possessivpronomen eure im Plural. Wie heißen eure Großeltern? Artikel die Großeltern, also ein E. Und sie antworten dann unsere Großmutter. Die Großmutter heißt Ute und unser Großvater heißt Olaf. Du siehst hier die Großmutter, unsere, der Großvater, dann sagen wir unser. Genau, machen wir weiter. Hier haben wir eine Schülerin. Die Schülerin spricht mit dem Lehrer oder einem Professor, also in einem Respektform, also sie. Und dann fragt sie, ist das ihr Buch? Also ihr Buch. Sie, Personalpronomen, ihr, Possessivpronomen. Und dieser Lehrer antwortet, ja, das ist mein Buch. Genau. Wir können das Ganze auch im Plural benutzen, ja? Mit der gleichen Frage. Bei Plural müssen die aber unser Buch sagen, im Plural. Ja, das ist schon auch, glaube ich, alles. Kommen wir zu den Hausaufgaben. Wie immer kannst du an dieser Stelle einen Stopp machen, also das Video stoppen, und du kannst gerne die Hausaufgaben machen, unten in die Kommentare die Antworten schreiben. Ja, das war's auch mit dem Possessivpronomen. Haben wir alles gelernt, Singular und Plural. Aber vergiss bitte nicht, wir haben heute nur Nominativ gelernt, also mein oder meine. Später werden wir noch meinen, meinem, meines und so weiter lernen. Du denkst wahrscheinlich schon, oh Gott, nein, auch das ist einfach, glaub mir. Und dafür brauchen wir aber auch viel Praxis, Praxis, Praxis. Also, ich sage danke und tschüss. Vergiss nicht, lerne jeden Tag Deutsch. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, das war's auch schon mit den Possessivartikeln. Ist relativ einfach und wichtig. Im nächsten Thema, im nächsten Video lernen wir dann die Zeitadverbien kennen. Ganz wichtig, den Link findest du hier.